Und unter anderem darüber möchte ich sprechen mit Lukas Krieger. Er ist Direktkandidat der CDU in Berlin. Hallo, Herr Krieger. Hallo, guten Tag. Immer wieder gibt es also Demos. Das ist ja auch erstmal vollkommen okay. Wir haben hier immerhin eine Versammlungsfreiheit. Aber linksradikale Aktivisten, die jetzt auch ihr Büro in Berlin-Charlottenburg gestürmt haben, kann ja nicht sein. Und wo waren Sie denn zu dem Zeitpunkt, als Mitarbeiter bedrängt wurden und auch Sachbeschädigungen begangen wurden? Genau, ich war am Wahlkampfstand, am Infostand, wie man das kennt, war da mit Bürgern im Gespräch. Da war die Stimmung gut. Es gab natürlich auch Kritik, der stellen wir uns. Und dann habe ich von einem Abgeordneten aus dem Berliner Abgeordnetenhaus erfahren, dass unsere Kreisgeschäftsstelle angegriffen wird. Hatte schlimmste Vermutungen, bin sofort hingefahren und war dann beruhigt, dass die Berliner Polizei die Situation zu dem Zeitpunkt wieder im Griff hatte. Wie genau sind die Täter da vorgegangen? Beobachten Sie da vielleicht auch eine Radikalisierung des linken Lagers? Ja, leider. Also es ist so, dass in diesem konkreten Fall ungefähr 40 Vermummte das Büro quasi gestürmt haben. Da gibt es zwei Eingänge. Eine Eingangstür war verschlossen, die ist jetzt auch beschädigt. Die andere war offen. Über diese Eingangstür sind die Täter dann eingedrungen und haben dann das Büro erstmal besetzt und vor allen Dingen die Mitarbeiter bedrängt, die gar nicht öffentlich für die CDU in Erscheinung treten, sondern schlicht Arbeitnehmer sind. Ja, und viele der Demonstranten, die sehen sich jetzt als Verteidiger gegen die Brandmauer Richtung rechts. Die Aktivisten werfen der CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD vor und kritisieren auch den gemeinsamen Beschluss zur Migrationspolitik. Wie ist da Ihre Antwort? Also man kann nicht von einer Zusammenarbeit mit der AfD sprechen hier in dem Fall. Und das, was aus der politischen Linken daraus gemacht wird, ist wirklich skandalös aus meiner Sicht. Wir haben unsere eigenen Vorschläge zu einer Wende in der Migrations- und Asylpolitik zur Abstimmung gestellt, haben dafür Mehrheiten in der politischen Mitte gesucht. Dazu waren SPD und Grüne nicht bereit. Und dann ist es leider zu der Zustimmung durch die AfD gekommen. Aber dass wir jetzt die Brandmauer runtergerissen hätten oder eine Zusammenarbeit mit der AfD anstreben würden, ist schlicht unwahr. Währenddessen hat Berlins regierender Bürgermeister, CDU-Bürgermeister Kai Wegner gesagt, er hätte den AfD-unterstützten März-Antrag im Bundesrat tatsächlich nicht unterstützt. Wie ist da Ihre Meinung? Ich hätte sozusagen abgewartet, wie die Abstimmung im Deutschen Bundestag ausgeht. Dann hätte er sich danach dazu äußern können, wie er damit umgeht. Und ich halte den Gesetzesvorschlag, wie er gestern zur Abstimmung stand, wie er leider nicht beschlossen wurde, aber ich halte den so im Bundesrat für absolut zustimmungswürdig. Es gab ja auch nun Abgeordnete der Union selbst, die nicht dafür gestimmt hatten, jetzt gestern. Und AfD-Parteichefin Alice Weidel nennt das eine Demontage des Kanzlerkandidaten Merz. Wie nennen Sie das? Ich nenne das sozusagen 12 Abgeordnete von mehreren hundert, die, wenn man sich die einzelnen Biografien derjenigen anguckt, die da nicht mitgestimmt haben, alle sozusagen aufhören, ihre politische Karriere in weiten Teilen beenden und sozusagen schlechten Stil nenne ich das. Und Kanzler Scholz hat gesagt, Merz habe sich da verzockt. Und wenn wir jetzt noch Richtung Forschungsgruppe Wahlen schauen, Matthias Jung vom Vorstand der Forschungsgruppe geht sogar so weit, dass die CDU ja eigentlich das falsche Thema gewählt hat, denn die Kompetenz liege vielmehr im Thema Wirtschaft. Und die Migration wäre das einzige Kompetenzfeld, das tatsächlich der AfD zugerechnet werden könne. Vergibt die Union jetzt damit Chancen? Ich glaube, das unterscheidet uns von SPD und Grünen und auch vielen anderen. Wir suchen die Themen nicht nach wahlstrategischen Überlegungen, sondern das Thema Migration war insbesondere nach dem Anschlag von Aschaffenburg sozusagen auf dem Tableau. Hier haben wir Vorschläge gemacht, die wir inhaltlich richtig finden, und deswegen haben wir sie zur Abstimmung gestellt. Vielen Dank für das Gespräch. Lukas Krieger, Direktkandidat der CDU in Berlin. Vielen Dank. Danke.